In diesem Video werde ich dir alles erklären zum Thema Wegzugsteuer in Deutschland und in Österreich. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dich mit dem Gedanken trägst, auszuwandern, dann lade ich dich herzlich ein zu einem unserer vielen Veranstaltungen und Reisen. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen, Seminare zum Thema Auswandern und Steuern und natürlich dann auch Reisen in bestimmte Länder, wo wir das Thema Auswandern thematisieren. Zum Beispiel Auswandern nach Dubai, Auswandern in die Schweiz, Auswandern in die USA, in die Philippinen, nach Irland etc. pp. Dort erleben wir die Länder vor Ort und kombinieren das mit einem intensiven Seminarprogramm, wo es genau natürlich auch um solche Themen geht: Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung, Doppelbesteuerungsabkommen, Steueroptimierung etc. pp. Alle Details auf unserer Webseite Perspektive Ausland. Ich packe einen Link hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Also wenn du darüber nachdenkst, auszuwandern, dann ist ein solches Seminar oder eine solche Reise sicherlich eine hervorragende Erfahrung für dich. Dort lernst du auch Gleichgesinnte kennen, die das Gleiche vorhaben, mit denen du an einem Strang ziehen kannst, wo du dann Teil einer Community wirst, die die Welt genauso sieht wie du und die gleichen Prioritäten hat wie du. Eins der häufigsten Themen in der Beratung, in Beratungsgesprächen, die wir führen, ist das Thema Wegzugsteuer. Es geht auch immer wieder mal durch die Medien. Vor kurzem zum Beispiel gab es einen großen Artikel in der Welt-Zeitung. Der hat dann auch für relativ viel Furore gesorgt in den alternativen Medien wie YouTube. Es gab viele Videos dazu. Wir selbst haben im Laufe der Jahre auch schon etliche Videos zur Wegzugsteuer gemacht. Da ist ja immer wieder mal etwas passiert. Die wurde immer mal wieder auch verschärft in den letzten Jahren und es sind neue Aspekte dazu bekannt geworden. Ich habe gedacht, das ist nochmal hier eine gute Gelegenheit, einen Rundumschlag zu machen. Und daher werde ich dir in diesem Video nochmal alles zum Thema Wegzugsteuer erklären: wann sie gilt, wann sie nicht gilt, was du tun kannst, um sie zu vermeiden und auf was du besonders achten musst. Ansonsten, wie gesagt, schau dich auch ruhig auf unserem Kanal um, wenn dich das Thema interessiert. Dort gibt es dann etliche andere Videos zum Thema Wegzugsteuer und auch Entstrickungsbesteuerung, die dich wahrscheinlich interessieren könnten. Zunächst mal, und das ist immer sehr interessant für viele Mandanten, die das zum ersten Mal hören, möchte ich kurz auf die geschichtlichen Aspekte der Wegzugsteuer eingehen. Sie ist nämlich nichts Neues. Sie hat eine ziemlich dunkle und eine ziemlich dramatische Geschichte, muss man sagen. Sie wurde nämlich 1930 schon in Deutschland eingeführt durch Reichskanzler Brüning. Damit sollten wohlhabende Deutsche daran gehindert werden, Deutschland zu verlassen. Damals nannte man sie die Reichsfluchtsteuer. Keine Frage, die Nazis haben sie aufgegriffen, haben sie dann weiter verschärft. Besonders Juden waren dann natürlich auch davon betroffen. Ihnen wurde rücksichtslos und gnadenlos ihr Vermögen weggenommen, wenn sie aus Deutschland geflohen sind. Sicherlich war das ein Grund natürlich, warum so viele Juden leider nicht rechtzeitig Deutschland verlassen haben. Aber das gilt natürlich auch für viele Deutsche. Jeder Deutsche, der Deutschland verlassen hat, der konnte im Grunde genommen davon ausgehen, dass er komplett vom Staat rasiert wird. Ganz so schlimm ist es natürlich heute nicht, aber du siehst, die Wegzugsteuer, die Reichsfluchtsteuer, sie hat ganz dunkle Ursprünge, komplett unmoralisch, und daher darf es einen nicht verwundern, dass sie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg von den Gründungsvätern der Bundesrepublik Deutschland natürlich sofort abgeschafft wurde. Diese haben verstanden, diese haben gesehen, dass etwas so Schreckliches, etwas so Unmoralisches kein demokratischer Staat, der etwas auf sich hält, in seinen Gesetzbüchern haben darf. Dann kam eine SPD-Bundesregierung unter Willy Brandt. Dann hat man es mit der Moral nicht so genau genommen und hat dann 1974 die Wegzugsteuer wieder eingeführt im Rahmen der Einführung des Außensteuergesetzes. Und heute finden wir die Wegzugsteuer im Paragraphen 6 des Außensteuergesetzes. Die Österreicher, sie kopieren ja Deutschland, leider muss man sagen, in vielen Bereichen des Steuerrechts. Auch sie haben dann eine Wegzugsteuer eingeführt. Das heißt, heute ist eben auch Österreich zusammen mit Deutschland einer der wenigen Staaten, muss man sagen, die eine Wegzugsteuer hat. Es gibt natürlich auch andere Staaten, wie zum Beispiel Frankreich oder Spanien, die haben auch so eine Art Wegzugsteuer. Aber man muss tatsächlich sagen, dass sie nirgendwo so schlimm ist wie in Deutschland und in Österreich. Typisch kann man natürlich sagen, das darf einen nicht wirklich verwundern.
Ich möchte damit im Grunde beginnen zu sagen, wann die Wegzugsteuer nicht gilt, ja? Denn diese Artikel, wie der zum Beispiel in der Welt und diese Berichte dann auf YouTube und so weiter, sie suggerieren irgendwo, dass die meisten von der Wegzugsteuer betroffen sind. Dass du also nur ein paar Aktien haben musst, ein paar Immobilien vielleicht haben musst und dann bist du von der Wegzugsteuer betroffen. Das ist natürlich absolut nicht so. Zumindest ist nicht in Deutschland. In Österreich ist das Bild ein leicht anderes. Da komme ich dann gleich darauf. Aber die meisten Auswanderer werden von der Wegzugbesteuerung nicht betroffen sein. Du bist nicht von der Wegzugsteuer betroffen, wenn du ein Depot hast mit Aktien. Wenn du ETFs hast, da gibt es Ausnahmen. Ab 2025 komme ich nachher noch drauf. Manchmal muss man nämlich auf die ETFs tatsächlich die Wegzugsteuer bezahlen. Du musst keine Wegzugsteuer bezahlen auf Krypto, auf Gold, auf Immobilien. Aber hast du eine vermögensverwaltende GmbH, die solche Assets besitzt, dann musst du die Wegzugsteuer natürlich bezahlen. In Österreich ist es anders. Dort ist seit 2016 die Wegzugsteuer auf das gesamte Kapitalvermögen fällig. Das heißt, auf nicht realisierte Kapitalgewinne musst du beim Verlassen Österreichs die Wegzugsteuer bezahlen. Wenn du ein paar Palantir-Aktien hast, die du vor 5 Jahren gekauft hast und die jetzt wahnsinnig viel wert sind und du verlässt Österreich, musst du beim Verlassen Österreichs diese Wegzugsteuer bezahlen, auch auf deine 5 oder 10 oder 100 Palantir-Aktien. Ebenso in Österreich muss man seit 2023 die Wegzugsteuer auch bezahlen auf Krypto. Aber wie gesagt, auch in Österreich fällt keine Wegzugsteuer an auf Immobilien, auf Gold etc. Auch wenn du ein Aktiendepot hast und du lebst in Deutschland, dann bist du von dieser Wegzugsteuer nicht betroffen, selbst wenn in diesem Depot Aktien im Wert von 5 Millionen liegen. Du bist von der Wegzugsteuer nicht betroffen. Wer ist nun also von der Wegzugsteuer betroffen? Nun, zunächst mal muss die Auflage erfüllt sein, dass du in den letzten 12 Jahren mindestens 7 Jahre lang unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland warst. In Österreich gibt es eine solche zeitliche Beschränkung übrigens nicht. Das heißt, selbst wenn du nur ein Jahr in Österreich gelebt hast, fällst du beim Wegzug Österreichs, wenn du danach Österreich wieder verlässt, unter die Wegzugsteuer. Also ziemlich tough, muss man sagen. Wie gesagt, in Deutschland musst du erstmal mindestens 7 Jahre lang gelebt haben, bis du dann unter die Wegzugsteuer fällst, beziehungsweise eben 7 Jahre in den letzten 12 Jahren unbeschränkt steuerpflichtig gewesen sein, damit du unter die Wegzugsteuer fällst. Jemand also, der mal für ein paar Jahre nach Deutschland zieht, sagen wir mal ein österreichischer Unternehmer, der für ein paar Jahre nach Deutschland zieht und dann Deutschland wieder verlässt, nach 5 Jahren zum Beispiel, der fällt nicht unter die deutsche Wegzugsteuer. Also das ist die eine Bedingung. Die Staatsbürgerschaft spielt übrigens keine Rolle. Auch wenn du ein Schweizer bist, der in Deutschland 7 der letzten 12 Jahre gewohnt hast und zurück in die Schweiz ziehst, fällt die Wegzugsteuer an. Das darf man nicht verwechseln, zum Beispiel mit der erweiterten beschränkten Steuerpflicht. Sie ist tatsächlich nur für deutsche Staatsbürger ein Thema. Die Wegzugsteuer sowohl in Deutschland als auch in Österreich ist nicht abhängig von der Staatsbürgerschaft. Also, das heißt, in Deutschland musst du 7 der letzten 12 Jahre gelebt haben. In Österreich gibt es diese zeitliche Dimension nicht. Die Wegzugsteuer ist dann ein Thema, wenn du an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland zu mindestens 1% beteiligt bist und ebenso an Genossenschaften. Warum erwähne ich nun Genossenschaften? Nun, es gab in den letzten Jahren, insbesondere in Deutschland, hier etlichen Schmuh mit Genossenschaften, wo man versucht hat, die Wegzugsteuer zu vermeiden mit einer Genossenschaft. Meiner Meinung nach funktioniert das nicht. Es gab jetzt auch einige weitreichende Urteile, wo Steuergestaltungen mit Genossenschaften hier hart ins Gericht genommen wurden, sozusagen hier mit Cum-Ex sogar gleichgestellt wurden. Das ist schon ziemlich problematisch natürlich. Das heißt, ich würde mich heute nicht mehr darauf verlassen, dass eine Genossenschaft bei der Verhinderung der Wegzugssteuer hilft. Und im Gesetz ist ganz klar festgeschrieben, dass die Wegzugssteuer auch auf Anteile von Genossenschaften fällig wird. Und hier wird dann meiner Meinung nach nicht der Nominalwert der Genossenschaftsanteile veranschlagt, sondern im Grunde genommen das Vermögen, das du dort eingebracht hast, wenn festgestellt wird, dass das Ganze im Grunde eine Vermeidungsstrategie ist. Also es geht um Kapitalgesellschaften, UGs, GmbHs,
AGs, mindestens 1% Beteiligung. Personengesellschaften sind nicht betroffen, also GmbH und Co. KGs, GbRs etc. Wenn du an einer solchen Gesellschaft beteiligt bist, dann ist diese nicht von der Wegzugsteuer betroffen. Im Gegenteil, wenn du an einer GmbH und Co. KG beteiligt bist, dann ist das im Punkto Wegzug eine vorteilhafte Struktur und auch eine der legalen Vermeidungsstrategien. Da komme ich dann gleich noch dazu. Wie erfährt das Finanzamt davon, dass hier Wegzugsteuer fällig ist? In deiner Einkommensteuererklärung des Wegzugjahres musst du erklären, dass du Deutschland bzw. Österreich verlassen hast. Und in der Einkommensteuererklärung musst du dann einen fiktiven Veräußerungserlös für diese Anteile an Kapitalgesellschaften dem Finanzamt mitteilen und darauf wird dann die Wegzugsteuer fällig. Die Wegzugsteuer ist keine eigene Steuerart, sondern sie ist im Grunde genommen eine Variante der Einkommensteuer. Das heißt letztlich, Wegzugsteuer wird nach dem Halbeinkünfteverfahren fällig. Du kannst also davon ausgehen ungefähr, dass sie 30% des fiktiven Veräußerungserlöses beträgt. Etwas weniger. Wie wird nun der fiktive Veräußerungserlös errechnet? Nun, das Finanzamt schreibt dir nicht vor, wie dies zu erfolgen hat. Du bist verpflichtet, den Marktwert zu ermitteln. Hier gibt es einige Bewertungsmethoden. Ich werde gleich eine erklären. Vielfach muss aber auch ein Wirtschaftsprüfer zum Beispiel herangezogen werden, gerade bei größeren Unternehmen, der dann den Wert dieser Anteile feststellt. Das Finanzamt verlangt nicht von dir, dass du einen Wirtschaftsprüfer mit einbeziehst. Die Bewertung, die du abgibst, die dein Steuerberater abgibt, muss einfach Sinn machen. Sie muss logisch sein. Der Vorteil, wenn man einen Wirtschaftsprüfer verwendet, ist, dass es ziemlich gerichtsfest ist. Ich würde sagen zu 99%. Wenn du selbst eine Bewertung machst, außer es ist für ein kleines Unternehmen, dann ist das relativ leicht angreifbar durch das Finanzamt. Dann hast du also möglicherweise hier noch ziemlich viel Ärger, was die Bewertung deines Unternehmens anbelangt. Eine typische Methode gerade für die Bewertung von kleineren Unternehmen ist die sogenannte vereinfachte Ertragswertmethode. Dort wird der durchschnittliche Gewinn der letzten 3 Jahre errechnet und dann wird dieser Betrag mit 13,75 multipliziert und das ist dann im Grunde genommen der fiktive Veräußerungserlös. Und darauf musst du dann Einkommensteuer bezahlen auf Basis des Halbeinkünfteverfahrens. Also ein Beispiel, nehmen wir mal an, du bist zu 100% an einer deutschen GmbH beteiligt. Diese GmbH hat in den letzten 3 Jahren jedes Jahr 100.000 Euro Gewinn gemacht. Dann ist der durchschnittliche Jahresgewinn also 100.000 Euro. Das wird dann mit 13,75 multipliziert, also 1.375.000. Dann kannst du hier also noch natürlich die Investitionen abziehen, die du in das Unternehmen getätigt hast. In diesem Fall, freilich reden wir von den 25.000 Euro Stammkapital, die du einbezahlt hast. Dann wären wir also bei 1,35 Millionen fiktiver Veräußerungserlös. Darauf musst du dann Steuern bezahlen nach Halbeinkünfteverfahren. Da sind wir also dann schon fast bei einer halben Million Euro, die dort an Steuern fällig werden. Also du kannst sehen, ein ganz erheblicher Betrag wird da an Wegzugssteuer fällig, selbst wenn du nur ein relativ kleines Unternehmen besitzt, das nur in Anführungszeichen 100.000 Euro Gewinn macht. Die vereinfachte Ertragswertmethode ist natürlich nicht immer passend. Hast du nun zum Beispiel eine vermögensverwaltende GmbH, die ein großes Immobilienvermögen hat oder die ein großes Aktiendepot besitzt, dann würde man natürlich nicht die vereinfachte Ertragswertmethode zur Bewertung heranziehen, sondern man würde den Substanzwert des Unternehmens ermitteln. Also im Grunde genommen das Vermögen, welches die GmbH besitzt, würde die Grundlage für die Bewertung bilden und damit natürlich auch für die Wegzugsteuer. Viele fragen nun natürlich, wann wird diese Steuer nun fällig? Muss ich da letztlich auf dem Weg zum Flughafen, wenn ich auswandere, im übertragenen Sinne noch einen Scheck hier beim Briefkasten des Finanzamtes einwerfen? Nein, so ist es natürlich nicht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Wegzugsteuer wird zum ersten Mal erklärt in deiner letzten Steuererklärung. Diese Steuererklärung ist also
mit deinem Steuerberater fällig im Februar des übernächsten Jahres nach dem Wegzug. Also sagen wir mal, Ende 2025 wanderst du ins Ausland aus. Dann ist deine Steuererklärung für 2025 fällig mit Steuerberater bis zum Februar 2027. Dort wird die Wegzugsteuer dann erklärt. Dann findet die Veranlagung statt. Das heißt, bis du also tatsächlich dann einen Bescheid erhältst, um die Wegzugsteuer zu bezahlen, kann es locker 2-3 Jahre nach deinem Wegzug sein. Erst dann würde die Wegzugsteuer tatsächlich fällig werden. Das ist also nicht etwas, das du sofort beim Wegzug bezahlen müsstest, sondern das ist oftmals dann in die Zukunft verlagert. Aber natürlich, man muss sich trotzdem darauf vorbereiten. Man muss natürlich gerade die Bewertung parat haben für den Zeitpunkt des Wegzuges. Ein häufiges Missverständnis ist, dass viele denken, die Wegzugsteuer wird nur fällig, wenn die GmbH mit ins Ausland umzieht, wenn ich also das Unternehmen mit ins Ausland mitnehme. Manche denken, naja, ich lasse ja meine GmbH in Deutschland, die lasse ich dort weiter laufen, dann fällt ja keine Wegzugsteuer an. Das ist eben ein Trugschluss. Ich hatte ja vorhin gesagt, die GmbH ist eine Variante der Einkommensteuer und damit hängt sie im Grunde genommen an deiner Person und es reicht, dass du als Gesellschafter Deutschland verlässt oder Österreich, damit diese Wegzugsteuer fällig wird, auch wenn deine Gesellschaft in Deutschland bzw. in Österreich bleibt. Im Gegenteil, zieht die Gesellschaft mit dir um, dann kann es noch zur sogenannten Entstrickungsbesteuerung zusätzlich kommen. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Dann musst du möglicherweise sogar doppelt Steuern bezahlen, wenn es dumm läuft. Also bei der Wegzugsteuer spielt es keine Rolle, ob du das Unternehmen sozusagen mitnimmst ins Ausland und dann im Ausland fortführst oder nicht. Das ist letztlich egal, sie wird dennoch fällig. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, und auch das ist etwas, das viele missverstehen. Die Wegzugsteuer wird auch fällig, wenn du an ausländischen Kapitalgesellschaften beteiligt bist. Das heißt, mal angenommen, du wohnst in Deutschland, du wohnst in Österreich und hast eine Gesellschaft in der Schweiz. Auch dann wird die deutsche bzw. die österreichische Wegzugsteuer fällig. Es bringt jetzt also zum Beispiel auch nichts zu sagen, ich bringe die Anteile an meinem deutschen, an meinem österreichischen Unternehmen in eine internationale Holdinggesellschaft ein, weil ich die Wegzugsteuer verhindern will. Das funktioniert so nicht. Du musst in allen Fällen, die ich gerade eben besprochen habe, die Wegzugsteuer in Österreich oder in Deutschland bezahlen. Oder zumindestens musst du sie mit den Finanzbehörden thematisieren. Das heißt ja nicht, dass du bezahlen musst, aber du musst zumindest dann in der Steuererklärung dich damit befassen und den Behörden mitteilen, wie hoch dein fiktiver Veräußerungserlös tatsächlich ist. Viele denken nun, okay, wunderbar, ich habe keine Kapitalgesellschaft, ich habe ein Einzelunternehmen, ich habe eine GbR, ich bin Freiberufler, dann wird ja keine Wegzugsteuer fällig. Denn wir hatten ja vorhin gesagt, sie wird nur fällig bei Kapitalgesellschaften und bei Genossenschaften, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Das ist korrekt. Es wird tatsächlich keine Wegzugsteuer dann fällig, keine Wegzugsteuer nach § 6 des Außensteuergesetzes in Deutschland. Aber tatsächlich gibt es dann auch hier eine Art Wegzugsteuer zu bezahlen. Man nennt sie die Entstrickungsbesteuerung. Wenn du zum Beispiel IT-Softwareentwickler bist und von Deutschland nach Dubai umziehst und dann aus Dubai weiterhin Softwareentwicklung anbieten wirst, also im Grunde genommen deine Freelancing-Tätigkeit mitnimmst nach Dubai, dann fällt keine Wegzugsteuer an nach § 6, sondern dann kommt es zur sogenannten Entstrickungsbesteuerung. Dadurch, dass du den Betrieb ins Ausland verlagerst, dass es zu einer Funktionsverlagerung kommt, wird ein Wirtschaftsgut ins Ausland übertragen und auch das ist mittlerweile seit 2023 dann in der ganzen EU steuerpflichtig. Man hat dies eingeführt nach der sogenannten Anti-Tax Avoidance Directive, also nach der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie der EU. Auf Englisch sagt man da die sogenannte Exit Tax. Nimmst du also einen Betrieb mit ins Ausland, wird auch da Steuer fällig. Dann eigentlich nicht im persönlichen Bereich, sondern im Bereich der Unternehmenssteuern. Auf der anderen Seite, wenn du ein Einzelunternehmen in Deutschland betreibst und dann ins Ausland umziehst und das Einzelunternehmen läuft in Deutschland weiter, dann wird keine Entstrickungsbesteuerung fällig und natürlich auch keine Wegzugsteuer. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben einen Mandanten, der hat ein Einzelunternehmen in Sylt, der
er vermietet dort in großem Stile Strandkörbe. Wenn er nun ins Ausland umzieht, dann läuft ja dieses Business in Sylt ganz normal weiter. Er nimmt dieses Business ja nicht mit ins Ausland, nach Dubai zum Beispiel, sondern das läuft in Sylt ganz normal weiter. Er ist zwar im Ausland, aber er hat dann in Deutschland seine Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter kümmern sich dann weiter um die Strandkorbvermietung. In diesem Fall wird natürlich weder Wegzugsteuer fällig, denn es ist ja keine Kapitalgesellschaft, und es wird auch keine Entstrickungsbesteuerung fällig, denn es wird ja kein Wirtschaftsgut ins Ausland verlagert. Die Betriebsstätte bleibt unzweifelhaft weiterhin in Deutschland. Die Wertschöpfung bleibt weiterhin in Deutschland. Auch Deutschland ist weiterhin der Ort, wo natürlich dann Steuern bezahlt werden müssen. Das heißt, in diesem Fall, anders als in dem Fall, den ich vorhin beschrieben habe, fällt dann weder Wegzugsbesteuerung an, noch Entstrickungsbesteuerung. Aber immer, wenn du dein Business als Freiberufler, als Einzelunternehmer mitnimmst ins Ausland, dann wird sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Entstrickungssteuer fällig. Insofern sind also auch Freiberufler und Einzelunternehmer leider nicht davon verschont, jedenfalls dann nicht, wenn das Unternehmen mit ins Ausland abwandert. Eine der häufigsten Fragen, die wir bekommen, ist die Frage: Ist die Wegzugsteuer auch fällig beim Wegzug innerhalb der EU? Da hat man nämlich mal irgendwann was gehört, dass sie nicht fällig wäre. Zunächst mal, unsere österreichischen Zuschauer und Zuhörer haben Glück. Bei einem Wegzug in die EU erhebt Österreich keine Wegzugsteuer. Das ist also ein großer Vorteil der österreichischen Wegzugsbesteuerung, anders als in Deutschland leider. Seit 2022 ist nämlich in Deutschland die Wegzugssteuer auch dann fällig, wenn man innerhalb der EU umzieht. Das gab es früher so nicht. Früher war es so, dass in Deutschland beim Wegzug innerhalb der EU eine unbegrenzte zinslose Stundung stattgefunden hat. Die Wegzugsteuer wurde sozusagen angeschrieben, und wenn man das Unternehmen dann verkauft hat, dann musste man in Deutschland noch die alte Wegzugsteuer bezahlen auf den Verkaufserlös. Diese Regelung gilt nun nicht mehr. Das heißt, nun ist auch die Wegzugsteuer fällig, wenn man innerhalb der EU umzieht. Viele hat das auf den Plan gerufen. Viele halten das für rechtswidrig. Viele denken, das verstößt gegen EU-Recht. Bisher allerdings gibt es hier noch keine einschlägigen Urteile. Bisher scheint es so zu sein, dass die Wegzugsteuer in der neuen Variante tatsächlich rechtskräftig ist und tatsächlich auch nicht mit dem EU-Recht in Konflikt steht. Hier gab es 2024 ein sehr interessantes Urteil beim BfH, dem höchsten deutschen Gerichtshof. Hier hatte nämlich genau jemand geklagt gegen die Tatsache, dass die Wegzugsteuer nicht gestundet wurde. Allerdings ging es hier nicht um einen Wegzug in die EU, sondern bei dem sogenannten Wächtler-Urteil war jemand noch unter der alten Regelung in die Schweiz umgezogen und hat letztlich argumentiert, dass aufgrund der bilateralen Verträge die Schweiz im Grunde genommen mit anderen EU-Staaten gleichzusetzen ist und daher eine zinslose Stundung der Wegzugsteuer angebracht sei. Er hat dann tatsächlich Recht bekommen. Das Ergebnis war also, wenn man in die Schweiz umzieht, dann gilt tatsächlich hier das Recht auf eine zinslose Stundung, und das ist im Grunde genommen dann auch heute wieder der Fall. Jetzt haben viele damals gehofft, dass das dann letztlich eine Regelung ist, die dann auf die gesamte EU ausgeweitet wird, und man hat sich schon gefreut, dass beim Wegzug innerhalb der EU letztlich die Wegzugsteuer wieder kurz vor dem Fall ist. Das hat sich, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, leider nicht bewahrheitet. Zieht man allerdings in die Schweiz um, dann ist es im Grunde genommen möglich, die Wegzugsteuer nicht zu bezahlen. Man kann diese stunden lassen, muss aber möglicherweise eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Mehr dazu werde ich dir gleich noch erzählen. 2025 gab es in Deutschland dann eine weitere Verschärfung, und das hat auch wieder viel Aufsehen erregt, denn seit 2025 muss man auch in Deutschland Steuern bezahlen auf privates Kapitalvermögen, ähnlich wie in Österreich. Allerdings momentan nur auf Anteile an Fonds, zum Beispiel ETF, in die man insgesamt 500.000 Euro einbezahlt hat. Dann wird also auf diese Fondsanteile auch die Wegzugsteuer in Deutschland fällig. Wie gesagt, in Österreich ist ja sowieso seit 2016 Wegzugsteuer fällig auf nicht realisierte Kapitalgewinne im gesamten privaten Kapitalvermögen. Meine Einschätzung ist die,
dass man auf kurz oder lang in Deutschland eine ähnliche Regelung finden wird wie in Österreich. Die Wegzugsteuer wird dann sicherlich auch fällig werden auf Krypto, auf Aktien etc. pp. Nachdem wir uns jetzt also im Detail mit der Wegzugsteuer beschäftigt haben, wann sie fällig wird, wie viel man ungefähr zu bezahlen hat, kommt nun natürlich die entscheidende Frage, wie kann ich die Wegzugsteuer eigentlich vermeiden? Und zwar natürlich legal vermeiden. Welche Wege gibt es da? Gibt es da überhaupt Wege? Und tatsächlich gibt es natürlich einige Wege, wie man die Wegzugsteuer ganz legal vermeiden kann. Also der einfachste Weg ist natürlich, die Kapitalgesellschaft zu liquidieren. Wenn du aus Deutschland wegziehst und deine Kapitalgesellschaft liquidierst, das gleiche gilt natürlich auch für Österreich, dann gibt es einen Liquidationsgewinn, den lässt du an dich ausschütten. Damit ist dann die Gesellschaft letztlich entleert. Die Liquidierung ist ja in der Regel kein Prozess, den man in ein paar Wochen machen kann. Der geht auch mal schnell 1 Jahr oder 2 Jahre. Aber normalerweise kann man die Gesellschaft letztlich leeren, bevor man wegzieht. Damit hat sie dann keinen Wert mehr und damit natürlich auch keinen Wert für die Wegzugsbesteuerung. Du kannst generell natürlich die Anteile abgeben. Du kannst sie verschenken an Familienmitglieder. Wenn du Kinder hast in Deutschland, dann gilt ja ein relativ hoher Freibetrag bei der Schenkungssteuer. Alle 10 Jahre hast du 400.000 Euro pro Elternteil. Sind zum Beispiel jetzt beide Eltern an der Kapitalgesellschaft beteiligt, könnte man diese bis zu einem Wert von 800.000 Euro hier ohne Schenkungssteuer an ein Kind verschenken. Hat man mehrere Kinder, dann vervielfacht sich der Betrag sozusagen. In Österreich gibt es ohnehin keine Schenkungssteuer. Das heißt natürlich, in Österreich ist es vielfach eine Lösung, das Vermögen inklusive auch der Aktien, die man besitzt, auch Kryptos, die man besitzt, an in Österreich lebende Familienmitglieder abzugeben. Ich kann natürlich auch die Anteile verkaufen, das ist natürlich auch ganz klar. Also wenn ich die Anteile nicht mehr in meinem Besitz habe beim Wegzug, dann falle ich natürlich nicht unter die Wegzugsteuer, egal welchen Weg ich dort wähle. Ich könnte auch zum Beispiel sagen, dass ich die Anteile an eine Stiftung abgebe. Auch das ist komplett möglich. Eine Stiftung in Deutschland, eine Stiftung in Liechtenstein zum Beispiel. Auch hier gibt es ja auch großzügige Freibeträge, wenn ich hier Betriebsvermögen dann verschenke. Also das wäre durchaus natürlich auch eine Option. Auch dann bin ich ja nicht mehr an einer Kapitalgesellschaft beteiligt, denn die Stiftung ist ja keine Kapitalgesellschaft, außerdem gehört sie mir nicht, also fällt dann auch keine Wegzugsteuer an. Ein weiterer Weg ist der temporäre Umzug. Wenn ich in Österreich nicht mehr als 5 Jahre ins Ausland gehe oder in Deutschland nicht mehr als 12 Jahre, dann kann ich die Wegzugsteuer stunden lassen. Da muss ich natürlich Nachweise liefern, dass ich auch wirklich plane, zurückzukehren. Das ist generell dadurch möglich, indem man noch Vermögen, Unternehmen, Familie etc. im Inland hat. Und dann kann ich dem Finanzamt hier glaubhaft machen, ich plane nur vorübergehend wegzuziehen. Vielleicht werde ich versetzt oder ich plane eine Weltreise oder sonst irgendwas. Und dann muss ich die Wegzugsteuer nicht bezahlen. Allerdings wichtig hier zu verstehen, das Finanzamt kann eine Sicherheitsleistung verlangen. Das heißt, das Finanzamt kann sagen, okay, Wegzugsteuer wäre möglicherweise 1 Million. Du musst jetzt hier etwas hinterlegen, eine Sicherheitsleistung in Höhe der Wegzugsteuer, damit du die Wegzugsteuer nicht bezahlen musst. Das kann sein, muss aber nicht sein. Das heißt, da ist natürlich wichtig, dass man es im Vorfeld genau mit dem Finanzamt abspricht durch deinen Steuerberater, damit du hier keine bösen Überraschungen erlebst. In Österreich, wie gesagt, gibt es auch den Weg, innerhalb der EU umzuziehen. Dann wird ebenfalls keine Wegzugsteuer fällig. Das geht in Deutschland nicht mehr. Wir hatten ja gesagt, dass die Wegzugsteuer fällig wird bei Kapitalgesellschaften, nicht aber bei Personengesellschaften. Das heißt, ein häufiger Weg, die Wegzugsteuer zu vermeiden, ist einfach die Umwandlung der GmbH in eine Personengesellschaft, zum Beispiel in eine GmbH und Co. KG. Da gibt es aber vielfach das Problem, dass die Gesellschaft stille Reserven hat, die müssen dann aufgedeckt werden. Bei der Umwandlung, da würde dann Steuer drauf anfallen. In diesem Fall kann ich eine Holding gründen in Deutschland, in Österreich, eine GmbH und Co. KG Holding. Da kann ich dann meine GmbH-Anteile einlegen. Dann wird ebenfalls die Wegzugsteuer nicht fällig. Das ist allerdings ein manchmal trickreiches Setup, denn dann muss tatsächlich natürlich die GmbH und Co. KG gewerblich tätig sein. Sie darf nicht vermögensverwaltend tätig sein. Sie darf keine Briefkastengesellschaft sein. Also da muss man schon einige Zeit hier investieren und natürlich auch Beratung, damit das Ganze nicht zu Problemen führt und nicht vom Finanzamt eben nicht anerkannt wird.
Kommen wir nun allerdings zum häufigsten Weg, wie wir die Wegzugsteuer am häufigsten vermieden. Das Gleiche gilt auch für die Entstrickungsbesteuerung. Das ist über den sogenannten Unternehmerlohn. Nehmen wir unser Beispiel von vorhin an. Nehmen wir an, deine GmbH macht 100.000 Euro Gewinn und nehmen wir einmal an, dass du kein Gehalt von der GmbH beziehst oder nur ein sehr kleines Gehalt von der GmbH beziehst. Wir hatten ja vorhin gesagt, die Bewertung wird vielfach durch die vereinfachte Ertragswertmethode ermittelt. Das heißt im Grunde genommen durchschnittlicher Gewinn der letzten 3 Jahre mal 13,75, durchschnittlicher Gewinn 100.000 mal 13,75, 1,375 Millionen, minus den 25.000 Stammkapital, die ich einbezahlt habe bei Gründung, also 1,35 Millionen an Wert. Machen wir einen Schritt zurück. Der Unternehmerlohn ist ein Konzept der Bewertung. Das heißt, hier kann ich in der Bewertung einen fairen Unternehmerlohn mit einbeziehen, denn ich muss ja bei der Bewertung berücksichtigen, dass dieses Unternehmen ohne den Unternehmer nicht läuft. Der ist ja meistens da aktiv drin involviert. Und wenn er kein Gehalt bekommt, oftmals ist das ja auch bei Freiberuflern und Einzelunternehmen noch vielfach mehr der Fall. Die haben ja oftmals kein Gehalt, sondern machen einfach Gewinnentnahmen. Dann kann ich einen fairen Unternehmerlohn ansetzen. Und hier kann ich nun relativ großzügig sein. Ja. Ich kann durchaus plausibel machen, dass ein Unternehmerlohn 100.000 ist, in manchen Fällen auch 200.000 oder 300.000. Es kommt eben ganz auf die Branche an und auf die konkrete Konstellation. Aber wenn ich jetzt in dem Beispiel, was ich gerade eben erzählt habe, annehme, dass du einen Unternehmerlohn von 100.000 Euro ansetzt, da kannst du diesen Unternehmerlohn beim durchschnittlichen Jahresgewinn der letzten 3 Jahre in Abzug bringen. Also nochmal, 100.000 Euro durchschnittlicher Jahresgewinn. Hier ziehe ich nun meinen Unternehmerlohn von 100.000 ab, bleibt eine Zahl von 0. 0 mal 13,75 ist bekanntlich 0. Das heißt, in diesem Fall würde dann keine Wegzugsteuer anfallen und auch keine Entstrickungsbesteuerung. Das ist mit Abstand der häufigste Weg, wie die Wegzugsteuer vermieden wird. Ganz wichtig hier, das funktioniert natürlich nur bei Dienstleistungsunternehmen, denn ich hatte vorhin schon gesagt, wenn das Unternehmen Vermögen hat, das kann zum Beispiel auch Lagerbestand sein, das kann Gewinnrückstellung sein, das können Immobilien sein, das können Aktien sein, dann wird dieses Vermögen jeweils beim Substanzwert hinzugerechnet. Das wird ja nicht über die vereinfachte Ertragswertmethode dann berechnet. Insofern hätte ich hier also kein Glück mit dem Unternehmerlohn. Wenn es aber um ein Dienstleistungsunternehmen geht, beziehungsweise um ein Unternehmen, was im Grunde kein Betriebsvermögen hat, dann kann ich über diesen Unternehmerlohn in ganz vielen Fällen, gerade bei kleineren Gesellschaften, die Wegzugsteuer und auch die Entstrickungsbesteuerung komplett eliminieren. Und nochmal, du musst dort keine komplizierte Bewertung machen. Du musst dort einfach nur dem Finanzamt erklären, wie du auf diese Bewertung kommst. Dein Steuerberater kann das auf einer halben DIN A4-Seite kurz aufbereiten und dem Finanzamt so darstellen und dann wird das so akzeptiert. Wie gesagt, hauptsächlich natürlich bei Dienstleistungsunternehmen, hauptsächlich bei Unternehmen, die jetzt keine Millionen Gewinne machen. Also das ist der häufigste Weg, wie die Wegzugsteuer vermieden wird. Wir haben das übrigens natürlich auch auf unserer Webseite erklärt, sowohl das Thema Wegzugsteuer als auch das Thema Bewertung. Ich werde das nochmals hier in die Beschreibung dieses Videos mit einfügen, die Links zu diesen Seiten. Jetzt gibt es noch einen besonders trickreichen Fall, wann die Wegzugsteuer ebenfalls anfällt. Nehmen wir einmal an, du wohnst im Ausland. Du bist nicht an einer Gesellschaft beteiligt, aber du wohnst im Ausland und dann bekommst du GmbH-Anteile geschenkt oder vererbt aus Deutschland oder aus Österreich. Beide Fälle sind möglich. Du lebst im Ausland und du bekommst Anteile an einer Kapitalgesellschaft verschenkt, die sich in Österreich befindet oder in Deutschland. Dann bist du nicht nur in der misslichen Situation, dass du Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer bezahlen musst, sondern auch noch Wegzugssteuer. Da muss man auch in Österreich aufpassen. Natürlich, du weißt, es gibt in Österreich keine Schenkungssteuer, keine Erbschaftssteuer. Aber die Wegzugssteuer wird trotzdem fällig. Und in Deutschland wird eben dann zusätzlich noch die Schenkung- und Erbschaftssteuer fällig, wobei man natürlich hier normalerweise dann die Steuer, die man für die Wegzugssteuer bezahlt, mit in Anrechnung bringen kann. Ja, also da muss man wirklich aufpassen. Diese Schenkung- und Erbschaftssteuer ist nicht nur zu bezahlen, wenn man wegzieht, sondern auch, wenn die Anteile ins Ausland wandern, weil sie an jemanden geschenkt oder vererbt werden, der im Ausland lebt. Und wie gesagt, das sowohl in Deutschland als auch in
Österreich ein Thema. Zu guter Letzt wollen wir jetzt nochmal einige Sonderfälle ansprechen, nämlich einige Länder, bei denen möglicherweise die Wegzugsteuer vermieden werden kann, wenn man in eins dieser Länder umzieht. Zunächst mal sollten wir uns nochmal darüber im Klaren werden, was eigentlich der Sinn der Wegzugsteuer ist. Wenn du von Deutschland ins Ausland umziehst, dann gibt es ja in vielen Fällen ein Doppelbesteuerungsabkommen. Und in diesem Doppelbesteuerungsabkommen ist definiert, wie Veräußerungserlöse von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften zu versteuern sind. Und in der Regel fällt hier das Besteuerungsrecht an deinen Wohnsitzstaat. Also nehmen wir einmal an, du ziehst von Deutschland nach Italien, du bist Besitzer einer GmbH und du wohnst in Italien und 5 Jahre später verkaufst du die GmbH-Anteile, dann hat Deutschland kein Besteuerungsrecht auf diesen Veräußerungserlös, sondern du musst diesen in Italien versteuern. Daher hat Deutschland und eben auch Österreich dann im Grunde genommen gesagt, gut, wenn du Deutschland verlässt oder Österreich, dann simulieren wir eben einen Verkauf, dass wir letztlich für die Wertsteigerung bis zu deinem Wegzug noch Steuern in Deutschland und Österreich bekommen. Alles, was danach ist, da haben wir leider kein Besteuerungsrecht. Das ist eigentlich der Hintergrund der Wegzugsteuer. Die Tatsache, dass im Rahmen von Doppelbesteuerungsabkommen dann Deutschland bzw. Österreich kein Besteuerungsrecht mehr hat. Das müsste ja eigentlich im Umkehrschluss bedeuten, wenn ich in ein Land umziehe, mit dem es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, in Deutschland zum Beispiel im Fall der Vereinigten Arabischen Emirate, das gilt nicht für Österreich, denn Österreich hat ein DBA mit den VAE, aber wenn ich zum Beispiel nach Dubai umziehe, dann gibt es ja kein solches Doppelbesteuerungsabkommen und damit hat ja letztlich Dubai, damit haben die Vereinigten Arabischen Emirate kein Recht, die Veräußerungserlöse zu besteuern, wenn ich meine GmbH irgendwann nach 5 Jahren verkaufe. In Dubai ist es also steuerfrei. Damit könnte ja Deutschland dann sagen, gut, jetzt haben wir hier weiter ein Besteuerungsrecht auf deutsche Einnahmen, nämlich Einnahmen, die in Deutschland ihren Ursprung haben, wie zum Beispiel die Veräußerungserlöse deutscher Unternehmensbeteiligungen, deutscher GmbH oder AG-Beteiligung. Und genau das ist auch der Fall. Das heißt, wenn du in ein Land umziehst, das kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hat, Vereinigte Arabische Emirate oder zum Beispiel auch Monaco, dann kannst du im Grunde genommen diese Wegzugsteuer relativ einfach vermeiden. Sie würde aber weiterhin bedingen natürlich, dass die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland erhalten bleibt. Das heißt, du müsstest in Deutschland einen Wohnsitz haben. Damit könntest du nicht von den Steuervorteilen Dubais oder Monacos profitieren. Du würdest weiterhin in Deutschland Steuern bezahlen, aber du hättest den großen Vorteil, dass es keine Wegzugssteuer gibt. Das heißt, wenn es jetzt nur darum geht, in der Sonne zu leben, dann sagst du vielleicht, okay, ich will gerne in Monaco leben, mir gefällt es da gut, ich will gerne in Dubai leben, mir gefällt es da gut, ziehe ich dahin um, ich zahle weiterhin Vollsteuern in Deutschland, ist mir egal, aber ich kann dann zumindest so viel Zeit verbringen da, wie ich möchte. Ich kann dann dort die hohe Lebensqualität genießen, das schöne Wetter etc. pp. Und es wird keine Wegzugssteuer fällig, das heißt, ich bin dort extrem flexibel. Das geht. Also, du kannst in ein Land umziehen ohne Doppelbesteuerungsabkommen. Dubai, das bekannteste Beispiel sicherlich. Monaco auch sehr bekannt. Du wirst keine Wegzugsteuer bezahlen, aber du musst einen Wohnsitz weiterhin in Deutschland haben, denn die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland ist ja nur dann ausgelöst, wenn du einen Wohnsitz in Deutschland hast oder Deutschland Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist. Wenn dich nicht in Deutschland aufhältst, ist es eben notwendig, dass du dort einen Wohnsitz hast. Jetzt schauen wir uns weitere Sonderfälle an. Schauen wir uns die Schweiz an. Im Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz gibt es eine einzigartige Regelung und das ist die sogenannte überdachende Besteuerung. Die gibt es nur im DBA mit Deutschland und der Schweiz. Ist ja klar, die Schweiz ist für Deutschland ein rotes Tuch. Dort ziehen viele Deutsche hin. Man will es dort also extra schwierig machen für Deutsche, die dorthin umziehen. Wenn du in die Schweiz umziehst, dann hast du in den ersten 5 Jahren deines Wegzuges weiterhin eine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland auf deutsche Einnahmen, also auf Einnahmen aus deutscher Quelle. Wenn du also in der Schweiz wohnst in den ersten 5 Jahren und dann deine deutsche Gesellschaft verkaufst, ja, wenn du in der Schweiz wohnst, dann zahlst du in der Schweiz keine Steuern darauf. In der Schweiz übrigens sind ja Veräußerungserlöse bei Gesellschaftsanteilen ohnehin steuerfrei.
aber du musst dann in Deutschland Steuern bezahlen. Das heißt also, hier wird, anders jetzt als im Falle Dubais zum Beispiel, wo wir es vorhin besprochen haben, im Doppelbesteuerungsabkommen definiert, dass Deutschland weiterhin ein Zugriffsrecht hat im Fall des Anteilsverkaufes. Das heißt, dass Deutschland weiterhin Steuern bekommt und damit ist dann ebenfalls beim Wegzug in die Schweiz im Grunde genommen keine Wegzugsteuer fällig. Das betrifft übrigens nicht Schweizer Staatsbürger, sondern nur deutsche Staatsbürger oder andere Nationalitäten, die von Deutschland in die Schweiz umziehen. Ich hatte vorhin auch schon gesagt, dass es das Wächterurteil gab. Das heißt, auch damit ist natürlich die Vermeidung der Wegzugsbesteuerung möglich. Und man muss natürlich beachten, das gilt jetzt nur, wenn man an deutschen Kapitalgesellschaften beteiligt ist. Denn das DBA regelt ja nur Einkommen aus deutscher Quelle. Wenn du jetzt in Deutschland wohnst und du ziehst in die Schweiz um, bist aber an einer italienischen Kapitalgesellschaft beteiligt, dann hat Deutschland natürlich danach kein Besteuerungsrecht mehr, weil ja die italienische Beteiligung keine deutsche Einnahmequelle im Sinne des Abkommens ist. Da wäre dann die Wegzugsteuer fällig, denn die Wegzugsteuer ist ja auch fällig bei der Beteiligung an ausländischen Gesellschaften. Ein weiterer Fall, wo letztlich keine Wegzugsteuer fällig sein muss, ist Spanien. In Spanien gibt es das sogenannte Beckham Law. Wenn du von Deutschland nach Spanien umziehst und das Beckham Law nutzt, da gibt es eine Sonderklausel in dem Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland und Spanien, dass dann im Grunde genommen das Beckham Law nicht gilt, dass dann im Grunde genommen das Doppelbesteuerungsabkommen außer Kraft gesetzt ist. Das heißt, wenn du das Beckham Law nutzt, das Beckham Law ist ja sehr interessant, damit wirst du im Grunde genommen für 5 bis 6 Jahre lang in Spanien nicht steuerpflichtig oder nur beschränkt steuerpflichtig. Du zahlst keine spanische Vermögensteuer auf dein weltweites Vermögen, sondern nur auf dein spanisches Vermögen, also eine hochinteressante Lösung. Das deutsch-spanische Doppelbesteuerungsabkommen gilt nicht. Insofern hat Deutschland dann auch wieder ein Zugriffsrecht, wenn es um einen möglichen Verkauf deiner GmbH-Anteile in diesen 5 bis 6 Jahren geht, wenn du in Spanien Beckham Law benutzt. Und somit kann man auch hier die Wegzugsteuer vermeiden, eben aber auch nur dann, wenn du weiterhin einen Wohnsitz in Deutschland behältst. Das heißt, die Vorteile, die ich gerade eben genannt habe unter dem Beckham Law, dass du möglicherweise Krypto, Kapitalerträge und so weiter in Spanien nicht versteuern musst oder nirgendwo versteuern musst, die gelten dann natürlich nicht, denn du müsstest dann entsprechend Steuern in Deutschland bezahlen, weil du ja einen Wohnsitz in Deutschland hast und damit dort weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig bist. Aber du könntest wenigstens mit dieser Regel hier sorgenfrei in Spanien leben, das ganze Jahr. Du hättest eine tolle Lebensqualität, schönes Wetter und musst dir um die Wegzugsteuer keine Sorgen machen, hast aber natürlich auch keine steuerlichen Vorteile, die das Beckham Law sonst bietet. Das Gleiche ist auch mit dem Non-Dom-Status in Italien möglich. Du weißt ja, in Italien gibt es einen Non-Dom-Status, genau die gleiche Regelung. Wenn du als Deutscher nach Italien umziehst, dann ist im Doppelbesteuerungsabkommen geregelt, dass in diesem Fall das Doppelbesteuerungsabkommen nicht greift. Das heißt, in Italien musst du dann eine Pauschalsteuer bezahlen in Höhe von 200.000 Euro auf deine ausländischen Einkünfte. Damit ist das natürlich in der Praxis hier für viele nicht wirklich interessant. Aber auch hier wäre es dann letztlich möglich, ohne die Wegzugsteuer nach Italien umzuziehen. Denn auch hier sagt das DBA letztlich, dass das Doppelbesteuerungsabkommen nicht gilt. So, das war jetzt hier meine ganz große Zusammenfassung zum Thema Wegzugsteuer. Du kannst schon sehen, ein komplexes Thema, ein vielfältiges Thema. Wichtig ist, dass du dich unbedingt hier beraten lässt durch deinen Steuerberater, durch einen Rechtsanwalt, wenn du Deutschland verlässt. Nicht viele Steuerberater und Rechtsanwälte kennen sich damit wirklich aus. Deswegen ist es unbedingt notwendig, dass du dir jemanden suchst, der dort kompetent ist. Wir können dich natürlich auch beraten. Einen Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wie du gesehen hast, ist es in vielen Fällen möglich, die deutsche Wegzugsteuer zu vermeiden oder abzumildern, aber man muss dort mit langer Hand planen und man muss dort sehr sorgfältig sein, denn wie du weißt, das deutsche Finanzamt lässt nicht mit sich spaßen, das österreichische natürlich auch nicht. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, dich bei einem unserer Seminaren und Reisen kennenzulernen. Auch dort beschäftigen wir uns immer intensiv mit diesem Thema Wegzugsbesteuerung. Wie ist das Thema Wegzugsteuer zu behandeln, wenn ich zum Beispiel in die Schweiz umziehe, nach Dubai, in die USA etc. pp. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu befassen. Wegzug ins Ausland, Auswanderung, Steueroptimierung, Vermögensaufbau in Deutschland, dein Vermögen vor dem Zugriff der EU zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor?
zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.